Hallo und herzlich willkommen zu einer außergewöhnlichen Rundwanderung hier im wunderschönen Lechtal. Wir stehen hier oberhalb von Holzgau an einem tollen Aussichtspunkt der Scheibe und im weiteren Wegverlauf geht es jetzt durch den Berg hindurch zur Sulzelalm. Wenn ihr Lust habt, kommt mit! So, wir starten hier im schönen Holzgau und gehen jetzt erstmal hier über diesen vorgelagerten Berg oben drüber und dann da hinten in die Schlucht rein. Da hinten sieht man auch die Attraktion von Holzgau, die längste Fußgängerhängebrücke Österreichs. Aber da geht es heute nicht hin. Hier sieht man schon mal das Panorama, das wir dann nachher haben werden. Weil unser Ziel ist da jetzt nicht zu sehen, sondern wir gehen genau dahin, wo das Foto gemacht wurde. Ich muss sagen, die Wand schaut ganz schön wild aus. Ich bin echt mal gespannt auf den Aufstieg, wo es da hochgehen soll. Die Tour hat übrigens die Julia rausgesucht. Das ist also tatsächlich Überraschungstour. Aber ich bin sie schon gelaufen. Das ist nicht nur Theorie, nur andersrum. Schauen wir mal. Na, hier steht sie erstmalig, die Scheibe. Und man beachte, schwarz, also schwierige Tour. Ob sie wirklich so schwierig wird, ich hoffe es mal nicht. Das erste Mal, dass unsere ganze Tour angeschrieben ist. Sulzelalm über Scheibe, 2,25 Stunden. So, wer unseren Kanal kennt, weiß, ich mag Latschenkiefern. Gerade an solchen Stellen wie hier. Es geht wirklich sausteil runter. Aber zum Glück hat es hier überall Latschenkiefern, sonst wäre ich ein bisschen unentspannt. Aber der Weg ist wirklich wunderschön zu gehen. Der Ausblick, der sich eröffnet, echt toll. Da muss man schon aufpassen, wo man hinguckt beim Hochgehen. Profi-Tipp: stehen bleiben beim Gucken. Hier geht's echt. Die ganze Zeit zickzack im Wald hinauf. Zum Glück im Schatten, sage ich euch. Ich will gar nicht runter gucken. Davon hast du nichts gesagt, Julia. Meine Frau wieder. So, ich hoffe jetzt mal, das war die Schlüsselstelle. Einfach unangenehm wegen dem abgerutschten Kies. Okay, das erklärt dann auch, warum das jetzt kein roter Weg mehr ist. Wenn man Höhenangst hat, so wie ich, gibt es auf dem Weg schon ein paar Stellen, wo man vorsichtig läuft. Aber der Weg an sich ist wirklich super, super schön. Julia hat mir nichts von dem Stahlseil gesagt. Gerade eben sagt sie mir, es kommt kein Seil mehr. Ich drehe mich um. 5 Meter weiter oben sehe ich schon, geht es weiter mit Seil. Eine Stelle. Also es gehört zusammen. Ich mag meine Frau, aber ich vertraue ihr, was sowas angeht, Routenplanung. Leider überhaupt nicht, weil jetzt habe ich es wenigstens beim Video festgehalten. Die hat keine Gefühl für schwierige Routen. Für mich schwierige. Aber nee, ich mag sie schon. Ja, eine schöne Route bisher. Es geht eigentlich besser hier. Nicht so schlimm. Aber wenn schon da ist, kann man es auch benutzen. Julia sagt, komm, Latschenkiefern. Das ist gut. Oh ja, ich liebe Latschenkiefern. Sie umarmen dich. Das ist schön.
Da habe ich kein Seil mehr. Reichen mir die Latschenkiefern. Das liebe ich als Weg. Viele Latschenkiefern. Hey, wir sind schon da. 41 Minuten? Was ist denn jetzt los? 1449. Da ist die Scheibe. Ich kann bloß jetzt nicht weiter vor, weil geht's wieder runter. Aber super, super schön. Was für eine Bedeutung diese Scheibe hat, wissen wir auch nicht. Unsere Wirtin hier in der Pension hat auch gesagt, weiß sie nicht. Aber sie hat zumindest gesagt, da werden wir ziemlich allein sein. Und tatsächlich, der Weg ist wenig begangen. Wir haben nämlich keinen einzigen Wanderer, Wanderin gesehen. Bisher sind wir komplett allein. Wir haben heute Sonntag, es ist schönes Wetter und es ist keine Sau hier. Also Geheimtipp. Jetzt geht's weiter. Steht Sülzelalm 1 Stunde und eine Viertelstunde. 1,25 Stunden. Jetzt geht es noch ein bisschen bergauf, hier in den Wald rein. Dann queren wir und dann kommen wir zum nächsten Highlight der Tour, nämlich die Tunnel durch den Berg. Nach dem Aufstieg geht es hier auf dem wunderschönen Single Trail hier durch den grünen Wald weiter. Zum Glück nichts mehr mit steil runter. Meine Frau. Das nächste Stück mit Stahlseil schaut jetzt aber nicht ganz so schlimm aus. Selbst nach 5 Kilometern noch dieser wunderschöne Single Trail, den wir hier die ganze Zeit schon folgen. Ja, toller Weg. Ja, nach 5,5 Kilometer kommen wir jetzt auch auf den Fahrweg, der zur Sülzelalm führt. Ich muss sagen, der Weg bisher war so schön und wir haben wirklich keinen einzigen Wanderer gesehen. Also eine wirklich empfehlenswerte und einsame Strecke. Jetzt wird es natürlich ein bisschen voller, aber ihr werdet auch gleich sehen, warum sich dieser Weg hier auch sehr lohnt. Schaut euch diese Wand hier an. Durch diese Wand hier müssen wir durch. Irre. Aber es geht nämlich so. Wir gehen jetzt wirklich komplett durch dieses ganze teils unterirdisch durch. Oh, und schon hier, guck mal, also auch das. Drüben kann man schön die Gucklöcher sehen. Also schon eine ganz schöne Strecke hier. Das ist noch relativ kurz. So, hier. Ausblick, ja. Wow. Gigantisch. Echt zapfig kalt da drin.
Zu den Tunneln gibt es natürlich auch eine Geschichte, wer die errichtet hat und warum. Blende ich nochmal unten ein. Ein Holländer oder ein Belgier hat es bauen lassen. Und schön nobel so als Zufahrt zur Garage. Und oh, schaut euch das an. Da geht's mal einfach durch. Bis zur Sulzelalm geht schon noch jetzt eine halbe Stunde. Stetig hier bergan. Aber einfach ein wunderschönes Tal hier. Man kann herrlich gucken. Also es kommt einem nicht sehr anstrengend vor. Die Fahne zeigt uns, hier ist die Sulzelalm. In einem genialen Panorama hier. Also, ja. So, weiter geht's. Jetzt geht's den Weg erstmal durch die Tunnel wieder zurück und dann runter nach Bach. Bach. Keine Ahnung. Kann man das vorüben? Also wir gehen jetzt runter in den Ort und von da geht's dann am Lech weiter zurück nach Holzgau. So, ruckzuck sind wir wieder durch die Tunnel durch. Ach, da haben wir einen Ausblick genießen. Auf die Ebene müssen wir wieder runter zum Lech. So, fast unten. Und hier sieht man sogar noch die Löcher von den Stollen. In Stockach angekommen, geht jetzt am Lech entlang nach Holzgau über den Jochweg. Sehr schöner Weg, direkt am Lech. Kommt die letzten Meter mit. Servus. Servus. Das ist schon wieder Salzversicherung. Damit habe ich jetzt noch nicht gerechnet. Aber hier brauche ich es auch nicht. Ja, der Jochweg ist hier wirklich ein ganz schöner Abschnitt direkt am Lech, den man unschwer erkennen kann. Und nochmal so einen tollen Abschluss
für diese Rundwanderung. Also ich glaube, ich habe schon ein bisschen geschwärmt zwischenzeitlich. Ich muss mich jetzt dann wiederholen. Das ist echt eine unglaublich schöne, abwechslungsreiche und echt schon wirklich auch außergewöhnliche Wanderung. Und tatsächlich bis auf den kurzen Wegabschnitt zur Sulzelalm sind wir komplett allein unterwegs an einem Sonntag mit schönem Wetter. Wir genießen noch die letzten Meter nach Holzgau und ich glaube, dort lassen wir dann die Wanderung stilecht in der Hausbrauerei oder so ausklingen. Jetzt sind wir auf Holzgau. Allerdings kommt die nächste Brücke erst in 2 Kilometern, dass wir wieder rüberkommen. Aber das macht auch gar nichts, weil der Weg einfach so schön ist hier. Wir sind kurz vor Holzgau und die Runde haben wir jetzt gerade geschlossen. Also ich muss sagen, es gibt ja viele schöne Wanderungen hier im Lechtal, aber das ist sicherlich eine der schönsten, die wir bisher gemacht haben. Also extremst abwechslungsreich, Anstieg auf die Scheibe, auch ein bisschen spannend. Dann durch diese Stollen zur Sulzelalm, herrlich, und auch der Rückweg, also da war auf der ganzen Runde mit rund 15 Kilometern und 700 Höhenmetern genau kaum irgendwie was dabei, was irgendwie langweilig war. Also Top-Empfehlung, kann ich nur sagen. Hat die Julia gut ausgesucht. Danke, hast du super gemacht. Und das mit den Stahlseilen, das ist schon so lange her, das habe ich schon wieder verdrängt. Ja, die zählen ja auch noch. Die zählen schon. Aber nochmal einen Blick hoch, also da sind wir hochgenatscht. Ja. Supi. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch, schaut mal wieder rein. Bis demnächst. Ciao. Ein Bonustipp gibt es noch für diese Tour, nämlich, kleinen Moment, wir sind gleich da. Die Dorfalm liegt auf dem Weg, gibt selbstgebrautes Bier und das kann man nur empfehlen. Also jetzt aber. Tschüss. Das schmeckt